Guten Morgen, wir sind heute am Tag 2 und gerade aufgewacht auf unserem Übernachtungsplatz am Erfelder Altrhein. Wir schauen jetzt mal, wie es draußen so aussieht. Oh, das ist doch schick. Perfekt, würde ich sagen. Nach einer Regennacht geht's nicht besser. Ja, wunderbar. Da freuen wir uns jetzt, Ja. aufzustehen, Frühstück zu machen und dann geht's weiter. Wir haben jetzt kurz nach 10 morgens und wir packen gerade zusammen, laden die Boote wieder und dann geht es hier los mit dem Einsetzen in den Altrhein und dann weiter nach rechts, noch 6 Kilometer bis zur Mündung in den Rhein. So, und da geht's los. Wir haben gerade eingesetzt, der André ist gerade noch am Einbooten. Ich sitze hier schon in der Franka. Und mit dabei ist heute auch noch der Frank, der uns ein paar Kilometer begleitet. Meistens so. Ja. Überall grünt und blüht und zwitschert. Sehr schön heute, ja. Hallo. Hört man so Nachtigallen in der Nacht? Habt ihr was gehört? Flugzeuge haben wir gehört. Oh, ach ja, stimmt. Hier ist Das ist Heute haben wir jetzt Ostersonntag, sind mit 22 Grad und Sonnenschein gemeldet. Das heißt viel schöneres, wärmeres Wetter als gestern. Und das macht auch gleich viel mehr Spaß heute. Wir freuen uns, dass wir wieder Mitpaddler haben. Und ja, genießen jetzt die Fahrt auf Glück und Rhein. Hallo, einmal voll tanken bitte. Tanzen. Ja. Dann Vielen Dank. fahren Sie bitte so bis Koblenz. Das stimmt, aber das sieht nach einem netten Aussichtstürmchen aus. Ja. Da kannst du bestimmt im Fernglas da hier richtig schön dahinter reingucken. Das Zeug beobachten. Vögels beobachten in Küche. Genau. So. Ja. Sind wir jetzt bei Kilometer 2,8 vom Erfelder Altrhein und da draußen sieht man eine Schwedensäule. Bin gespannt, ob man das im Video erkennen kann.
Da kommen wieder Paddler entgegen. Hallo. Danke. Bin ich im Fernsehen? Ja. Hi Leute. Ich fahr jetzt in die falsche Richtung. Immer diese Linksabbieger. Frohes Paddeln. Ja, danke. Dir auch. Frohes dann. Frohes dann. Tschüss. Schon ist er wieder weg, der Frank. Ja. Und für uns geht's weiter auf den Rhein. Juhu. Ja, da sind wir jetzt gut im Rhein angekommen. Es ist wenig los. Bisher keine großen Boote gesehen. Und wir haben den Frank verabschiedet. Der ist nach links abgebogen. Fährt jetzt ein Stückchen rheinaufwärts und biegt dann quasi an der Einfahrt im Kühlkopf wieder ein, wo wir gestern auch in den Kühlkopf reingefahren sind, sodass er dann wieder am Bootshaus rauskommt, wo wir heute Morgen gestartet sind. Und dort hat er sein Auto geparkt. Das heißt, er muss dahin wieder zurück, damit er wieder hinkommt. Und wir haben ja den großen Vorteil, dass wir kein Auto haben und deshalb einfach an jeder beliebigen S-Bahn-Haltestelle raus können, die in der Nähe vom Rhein liegt. Das heißt, wir haben heute die Möglichkeit, in Oppenheim, in Nierstein oder in Mainz-Laubenheim rauszukommen, wobei wir schon hoffen, dass wir es bis Mainz-Laubenheim schaffen. So, jetzt ist es ziemlich ruhig auf dem Rhein gerade. Der André ist da vorne schon und ich wollte euch nur mal kurz hier meinen Multifunktions-Eckler zeigen. Also ich habe meinen Eckler Beach Trolley vorne aufs Boot geschnallt und habe jetzt hier an diesem eigentlich Fußabstützteil habe ich die Kamerahalterung dran und noch eine Gewässerkarte dran geklemmt. Und hier vorne rein passt genau meine 1,5 Liter Decathlon Trinkflasche und dann noch die nächste Gewässerkarte, die ich gleich brauche. Ja, so ist hier doch der Platz im Cockpit optimal genutzt, finde ich. Wir sind jetzt bei Rheinkilometer 477,4 und das ist ein Campingplatz, sogar mit schönem Sandstrand. Das ist kurz vor Oppenheim sind wir jetzt. Sieht gut aus. Wir fahren jetzt auf Nierstein zu, hier ist ganz schön was los. Frachtschiff, Sportboot, Fähre. Ja, super Timing, die Fähre geht los, das heißt wir ziehen durch.
Wir sind jetzt fast bei Kilometer 485 und auf der linken Seite seht ihr eine Insel, das heißt wohl Kissel wird oder so. Und links von der Insel ist auch ein Waldrheinhahn. Der hat allerdings ein Befahrungsverbot jedes Jahr vom 15.10. bis zum nächsten Jahr 31.3. Und was haben wir heute für ein Datum? 31.3. Deshalb dürfen wir den heute leider noch nicht befahren. Wir wären da eigentlich ganz gerne reingefahren, um in Nackenheim auszusteigen oder Pause zu machen. Aber wenn wir das nicht dürfen, dann halten wir uns natürlich dran und fahren außen lang quasi zusammen mit der Cruise-Schifffahrt und weiter Richtung Mainz. Wir sind jetzt nach der Insel Kisselwirth eingebogen in so einen ganz relativ kleinen Altrheinarm, wo kein Befahrungsverbot ist, und schauen uns jetzt dann doch noch Nackenheim an. Irgendwie konnte ich das aus meiner Gewässerkarte so nicht ganz genau erkennen vorher. Aber als wir schon vorbeigepaddelt sind, sah die einfach gut aus und die haben wir jetzt dann genommen. Wie gesagt, hier kein Befahrungsverbot. So sieht es also aus in Nackenheim. Ist relativ laut hier, weil die Straße gleich da ist. Und hier haben wir jetzt die Ausfahrt aus Nackenheim und weiter wieder in den Rhein Richtung Mainz. Jetzt geht es wieder auf den Hauptstrom zum Rhein. 2 Kilometer 488,5. Links ist frei. Rechts kommt zwar ein Frachtschiff, aber das ist ganz weit weg und bleibt auch weg. Und so können wir uns einfach easy nach links wieder in den Rhein drehen. Rein in die Stadt. Jetzt haben wir es gleich 16 Uhr und wir nähern uns der Stadt Mainz, noch 3 Kilometer ungefähr. Und dann können wir endlich ausbooten in Mainz-Laubenheim in der Naturpark. Ich hoffe, dort kommt man gut raus und dass uns da keine Angler, Späne oder andere Leute und Sachen und Tiere im Weg sind. Ja, schauen wir mal. Hier auf dem Rhein Hier auf dem Rhein wird es gerade wieder sehr voll mit Frachtschiffen, so gleichzeitig in alle Richtungen. Ja, wir freuen uns einfach über die Wellen, die machen. So, jetzt muss ich ein bisschen weg vom Ufer, sonst drücken mich die Wellen, glaube ich, zu nah ans Ufer ran. Da sind wir jetzt angekommen, beim Rheinkilometer 493,1 ist die NATO-Rampe. Der André ist schon vorausgepaddelt, der ist noch fitter als ich. Ich bin schon ziemlich erschöpft von der ganzen Fahrt heute. Waren ja doch jetzt in Summe 28 Kilometer. Ja, also hat alles gut geklappt heute und ja, ich freue mich, dass wir diese schöne 2-Tagestour gemacht haben. Macht auf jeden Fall Lust auf mehr, größere, längere Reisen mit vielen Übernachtungen. Aber da wird auch einiges kommen dieses Jahr.